König Drosselbart. Es war einmal ein König, der eine sehr schöne, aber auch sehr stolze und eingebildete Tochter hatte. Viele Prinzen und Könige kamen aus fernen Ländern, um ihre Hand anzuhalten, aber keiner war ihr gut genug. Sie machte sich über jeden lustig, der ihr nicht perfekt erschien. Ein Prinz hatte eine etwas krumme Nase, und sie nannte ihn König Hakenase. Ein anderer war etwas kleiner als der Durchschnitt, und sie gab ihm den Spitznamen König Kurzbein. Aber derjenige, über den sie sich am meisten lustig machte, war ein König mit einem Kinn, das ein wenig nach vorne stand. Sie nannte ihn König Drosselbart, wegen der Ähnlichkeit seines Kinns mit dem Schnabel eines Vogels. Ihr Vater, der König, war sehr unzufrieden mit dem Verhalten seiner Tochter. Eines Tages, nachdem sie wieder einen ehrbaren Bewerber beleidigt hatte, wurde er wütend und sagte: „Du verdienst es nicht, eine Königin zu sein. Der nächstbeste Bettler, der an unser Tor klopft, wird dein Ehemann sein." Am nächsten Tag kam tatsächlich ein Bettler zum Schloss, und der König hielt sein Versprechen. Er befahl seiner Tochter, den Bettler zu heiraten. Die Prinzessin weinte und flehte, aber es half nichts. Sie musste den Bettler heiraten und das Schloss verlassen. Die Prinzessin und ihr neuer Ehemann zogen in eine kleine Hütte in einem entfernten Dorf. Sie musste hart arbeiten, da sie noch nie zuvor im Leben gearbeitet hatte. Sie lernte kochen, putzen und nähen. Es war eine schwierige Zeit für sie, aber sie begann, die Einfachheit ihres neuen Lebens zu schätzen. Währenddessen beobachtete König Drosselbart, der in Wahrheit der Bettler war, sie heimlich. Er hatte sich als Bettler verkleidet, um der Prinzessin eine Lektion zu erteilen und ihr zu zeigen, wie das Leben außerhalb des Schlosses wirklich war. Er war beeindruckt von ihrer Veränderung und ihrem Willen, sich anzupassen. In dem Dorf gab es viele Feste und Märkte. Eines Tages beschloss die Prinzessin, einige Töpfe zu machen und sie auf dem Markt zu verkaufen. Sie arbeitete hart und war stolz auf ihre Töpfe. Aber auf dem Markt lief alles schief. Ein betrunkener Mann stolperte und zerbrach alle ihre Töpfe. Traurig und verzweifelt wusste die Prinzessin nicht, was sie tun sollte. Aber ihr Mann, der Bettler, tröstete sie und sagte, dass sie es noch einmal versuchen sollten. Mit neuer Entschlossenheit beschloss die Prinzessin, diesmal Körbe zu flechten und sie auf dem Markt zu verkaufen. Sie verbrachte viele Tage und Nächte damit, die schönsten Körbe herzustellen. Als sie wieder auf den Markt ging, waren die Menschen beeindruckt von ihrer Arbeit und kauften viele ihrer Körbe. Mit dem verdienten Geld konnten sie mehr Material kaufen und ihre Hütte verbessern. Die Tage vergingen, und die Prinzessin fühlte sich immer wohler in ihrem neuen Leben. Sie hatte gelernt, den Wert harter Arbeit und Bescheidenheit zu schätzen. Eines Tages, während sie am Fenster ihrer Hütte saß, sah sie eine prächtige Kutsche, die sich dem Dorf näherte. Es war ihr Vater, der König, der gekommen war, um sie zu besuchen. Er hatte von der Veränderung seiner Tochter gehört und wollte sehen, wie es ihr ging. Als der König die Hütte betrat und seine Tochter in einfachen Kleidern sah, war er überrascht. Aber er konnte auch sehen, dass sie glücklich war. Er umarmte sie und sagte: „Mein Kind, ich bin stolz auf dich. Du hast gelernt, was im Leben wirklich wichtig ist." In diesem Moment trat der Bettler vor und enthüllte seine wahre Identität. Er war tatsächlich König Drosselbart. Die Prinzessin war sprachlos. Sie konnte nicht glauben, dass der Mann, den sie einst verspottet hatte, ihr geholfen hatte, das wahre Glück zu finden. König Drosselbart erklärte, dass er sie nie wirklich bestrafen wollte. Er wollte nur, dass sie die Welt aus einer anderen Perspektive sieht.
Die beiden schauten sich tief in die Augen und erkannten, dass sie sich in den letzten Monaten wirklich ineinander verliebt hatten. Der König gab ihnen seinen Segen, und König Drosselbart und die Prinzessin kehrten in sein Königreich zurück, wo sie eine prächtige Hochzeit feierten. Aber trotz all des Reichtums und der Pracht lebten sie einfach und bescheiden, nie vergessend die Lektionen, die sie gelernt hatten. Und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage, immer daran denkend, dass wahres Glück nicht in Reichtum oder Macht liegt, sondern in Liebe, Verständnis und Bescheidenheit.